Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein Videothema für euch, das sich auf die Schule bezieht, auf die Ausbildung, auch auf die Universität, auf all mögliche Sachen und es geht um den Nachteilsausgleich. Das ist ein Thema, das meiner Ansicht nach gar nicht so oft thematisiert wird und wo viele Leute auch gar nicht so viel dazu wissen. Aber es ist eigentlich auch ein sehr hilfreiches Thema und es ist auch sehr wichtig, wenn man eben Einschränkungen hat im Lernen oder generell einfach durch eine chronische Krankheit ein bisschen eben diese Nachteile erlebt, wenn man in die Schule geht, in die Uni oder eine Ausbildung macht, was auch immer. Und zum Nachteilsausgleich, das ist eine Möglichkeit, dass man sozusagen Sachen bekommen kann oder Hilfestellungen bekommen kann, die man so normalerweise nicht bekommt, um eben die gewissen Nachteile, die durch eine Krankheit oder irgendwas anderes entstehen, einfach ausgleichen zu können. Also muss nicht direkt chronisch krank sein, um so einen Nachteilsausgleich zu beantragen. Das kann man auch machen, wenn man halt zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche hat oder bei Dyskalkulie, solchen Sachen, kann man das auch beantragen. Und für mich ist es ein Thema geworden, als ich meine Diagnose hatte. Das wäre wahrscheinlich schon vorher wichtig, also ein Thema gewesen, weil ich vorher schon eingeschränkt war, aber ohne Diagnose konnte ich halt keinen Nachteilsausgleich bekommen. Es ist halt ein Vor- und ein Nachteil, dass es halt auch gar nicht genau definiert ist, was ist überhaupt erlaubt bei einem Nachteilsausgleich. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sachen ist, wie es bei einer Leserechtschreibschwäche ist oder bei Dyskalkulie, ob es da genauer formuliert ist, aber beispielsweise bei solchen Sachen wie einem Lupus ist es halt nicht definiert gewesen. Und ich konnte halt sehr, sehr viel selber entscheiden und konnte mir eigentlich das nehmen, was ich auch brauchte, was wirklich ein Vorteil ist. Und der Nachteil ist halt, dass man ohne ein Gerüst quasi dasteht und alles sich selber irgendwie überlegen muss und selber rechtfertigen muss und das eigentlich auch erstmal noch ein ganz schönes Stückchen Arbeit kostet. Und scheut euch wirklich nicht, so einen Nachteilsausgleich zu beantragen, weil im Großen und Ganzen müsst ihr den nicht nutzen. Also ihr habt den und ihr könnt ihn immer einsetzen in Klausuren oder sonst irgendwo und sagen, ich brauche das, was in diesem Antrag drinsteht. Es ist halt keine Extrawurst und keine Bevorzugung und von irgendwas, sondern es ist einfach nur etwas, das euren Nachteil halt wirklich ausgleichen soll. Und bei mir in der Uni ist es zum Beispiel so, ich habe im ersten Jahr meinen Nachteilsausgleich genutzt. In der Schule brauchte ich ihn wirklich regelmäßig. Und das ist halt einfach, ich muss halt zu den Professoren gehen von der Klausur und sagen, ich habe halt diesen Nachteilsausgleich, bitte berücksichtigen Sie den. Und dann machen die das auch. Hin und wieder kommt es vielleicht mal vor, dass die mal ein ganz kleines bisschen Späne machen, weil es halt extra Aufwand ist, wenn sie mich zum Beispiel in irgendein Zimmer setzen wollen, extra oder so. Aber ich sage denen dann meistens, es ist überhaupt kein Problem. Ich bleibe auch im Hörsaal länger sitzen, mir macht das nichts aus, wenn die anderen schon gehen. Und in der Regel ist es aber so, dass sie keine Probleme machen. Wenn sie mal Probleme machen, dann müsst ihr ruhig bleiben und das in Ruhe nochmal erklären. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich super okay. So, jetzt ist mein Brain Fog da und ich muss kurz nachdenken, wo ich stehen geblieben bin. Ähm, ja, also, sorry, das ist Brain Fog. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr da reinschreiben sollt, dann redet auch mal mit eurem Arzt drüber. Vielleicht hat der auch einfach eine super Idee, was ihr machen könnt und hat vielleicht da kleine Anregungen. Und ansonsten habe ich es zum Beispiel so gemacht, ich habe mir einen Zettel genommen und habe dort erstmal aufgeschrieben, was für Probleme habe ich und was brauche ich eigentlich. Und musste zum Beispiel in der Schule dann immer begründen, den Nachteilsausgleich, den ich quasi brauche, mit irgendeiner Funktionseinschränkung, muss ich den quasi begründen. In der Schule, nachdem meine Diagnose gestellt wurde, dann die Möglichkeit, dass ich in meinen Arbeiten in der Schule einfach länger Zeit bekommen habe. Das waren in der Schule so 10 bis 15 Minuten. Und ich habe ja doch ziemlich viel in der Schule gefehlt, aber ich durfte halt Hausaufgaben später einreichen und
Was auch ganz gut war, ich hatte halt im Sportunterricht die Möglichkeit, dass ich halt keine Noten mehr bekommen habe, aber immer noch am Sportunterricht teilgenommen habe. Und die Alternative wäre halt gewesen, dass ich gar keinen Sportunterricht mehr mache und dass ich dann anstelle des Sportunterrichts irgendein anderes Fach mache, in dem ich dann aber ganz genauso Noten bekommen hätte und hätte Arbeiten schreiben müssen und lernen müssen und so weiter. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, dass ich weiter Sportunterricht mache, weil ich eigentlich auch super gerne Sport gemacht habe. Der Nachteil war, Sport war bei uns irgendwie bis 18, 19 Uhr. Also das war sehr, sehr spät und ich war damals gar nicht in der Lage, so spät noch irgendwelchen Sport zu machen. Ähm, ja gut, ich habe es halt einmal versucht und ich hatte die Möglichkeit, dass ich halt individuelle Übungen bekommen habe und dass ich mir auch selber aussuchen durfte, was ich schaffe und was ich nicht schaffe und selber entscheiden durfte, wie viel ich jeweils in den Sportstunden mache. Und das war eigentlich eine ganz gute Variante. Also ich war auch sehr froh, dass ich keine Sportnoten mehr hatte und hatte somit halt einen Stressfaktor weniger in der Schule, gerade auch in dem Abiturjahr, in den zweien. Und ja, ich musste mich schon mehr oder weniger durch den Sport auch ein bisschen durchbeißen, weil es halt eben einfach zu spät war und weil es halt einfach nicht individuell zu legen ging. Also ich mache jetzt im Moment wirklich regelmäßig Sport und kann ihn mir selber individuell legen und das ist halt das Wichtige und das geht in der Schule nicht und da muss man sich dann halt einfach überlegen, ob man das machen will und sich dann durchbeißt, wenn man halt keine Noten bekommt oder ob man lieber ein anderes Fach nimmt. Aber da ist es ja dasselbe, dass es halt festgelegt ist, wenn es ist. Ja, an der Schule sah mein Nachhilfsausgleich anders aus als an der Uni. In der Schule lief das alles sehr individuell und gar nicht so über irgendwelche Ämter. Das war erst im Abitur so, da musste ich bei dem Amt einen Antrag stellen, dass ich einen Nachteilsausgleich nutzen will in Abiturprüfungen. Und ich durfte dann lange Texte auf dem Computer schreiben, also im Deutschabitur, diese ganzen 16 Seiten, das habe ich alles nicht mehr geschafft. Und das durfte ich dann auf dem Computer schreiben, das durfte ich auch schon vorher in der Oberstufe, meine Klausuren auf dem Computer schreiben. Da habe ich einen direkt von der Schule bekommen. Der war irgendwie so präpariert, dass dann da kein Internet mehr dran war. Aber das fand ich sehr, sehr gut. Und so Mathe habe ich halt trotzdem noch mit der Hand geschrieben. Das geht halt mit dem Computer einfach sehr schwer zu schreiben. Genau, und ich konnte halt auch 10 bis 15 Minuten länger schreiben im Abitur, auch in den Prüfungen. Und durfte halt auch außerhalb dieser, es gab ja so die Toilettenzeiten bei uns, da durfte man dann raus aus den Prüfungen. Und ich durfte halt zwischendurch trotzdem das Zimmer verlassen und habe dann quasi eine extra Aufsichtsperson bekommen, die dann zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich nochmal raus möchte, ob ich nochmal ein bisschen eine Pause brauche. Und in der Uni läuft das alles anders. In der Uni läuft das alles über ein Amt, da muss man vorher zum Amtsarzt und muss mit dem reden und ihm sagen, was man für eine Diagnose hat und für Probleme und was man dann eigentlich für seinen Nachteilsausgleich haben möchte. Also lasst euch da echt nicht unterbuttern. Steht darauf, weil das ist euer Recht und ihr könnt echt eine ganze Menge schaffen, wenn ihr daran glaubt, dass ihr das könnt. Das waren jetzt erstmal meine Erfahrungen zu dem Nachteilsausgleich. Ich hoffe ganz, ganz sehr, dass euch das Video etwas bringt und dass es vielleicht irgendjemanden etwas bringt, den ihr kennt. Dann teilt das Video unbedingt, kommentiert und einen ganz, ganz lieben Dank an alle, die schon beim Kanal dabei sind, die ihn abonniert haben. Ihr könnt ihn abonnieren und dann immer erfahren, wenn ein neues Video kommt und einfach dranbleiben und den Kanal unterstützen. Das wäre wirklich super toll. Abonniert ihn und wir sehen uns im nächsten Video.